Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video zur gesunden alternativen Kosmetik. Heute möchte ich euch ein gesundes, extrem wirkungsvolles, natürliches Mundwasser vorstellen, welches man selber herstellen kann. Und dieses besteht nur aus 3 Zutaten, aus dampfdestilliertem, energetisiertem Wasser, Natursalzsole und Nelkenöl. Und wie man dieses natürliche Mundwasser herstellt, das zeige ich euch später. Zuerst möchte ich jedoch darüber sprechen, warum herkömmliche Mundwässer aus dem Handel meistens sehr schädlich für die Mundflora und auch für die gesamte Gesundheit des Körpers sind. Denn die Zusammensetzung dieser Mundwässer besteht aus höchst umstrittenen Inhaltsstoffen wie Propandiol-Phenol-Verbindungen, die die Nervenzellen unseres Körpers beschädigen, Salicylsäurephenylester, das zu Erblindung, Atemnot, Nierenversagen oder Krämpfen führen kann. Viele enthalten auch Alkohol, dann Chlorhexidin, welches zu Bluthochdruck führen kann, dann Methylparaben, welches das Wachstum von Tumoren erhöht, Chlorhexidin, welches längerfristig zum Zelltod führt, Fluoride und viele weitere mehr. Aber selbst wenn man ein Mundwasser von Weleda, zum Beispiel vom Biomarkt, kauft, dann sieht man, dass auch darin Alkohol zumindest enthalten ist. Der schnellste Weg, auf dem Stoffe in den menschlichen Körper gelangen können, führt über die Mundschleimhäute. Dies verdeutlicht, dass nicht nur erwünschte, sondern auch krankmachende Stoffe über die Mundschleimhaut vom Körper aufgenommen werden können. Insbesondere chemische Inhaltsstoffe, wie auch die oben genannten unter anderem, aus Zahncremes und Mundwässern, gelangen schnell in den Blutkreislauf und können auf diese Weise die Gesundheit gefährden. Ganz zu schweigen davon, dass sie die natürliche Mundflora zerstören. Ein natürliches Mundwasser ist daher schnell und einfach hergestellt. Jetzt zeige ich euch erstmal ein Mundwasser, welches im Internet oft vorgezeigt wird. Und zwar bereitet man dazu aus abgekochtem Wasser einen Tee her, zum Beispiel Fencheltee hier in meinem Fall. Man könnte Kamilletee verwenden. Eben hatte ich auch noch Salbei- und Ingwertee und hier noch den grünen Tee hinzugegeben. Mundspülungen mit grünem Tee zum Beispiel schützen genauso wirksam vor Zahnbelag und Zahnfleischentzündung wie Chlorhexidin. Das Wasser wird hier einmal zum Kochen gebracht und dann wird der Tee darin gut aufgelöst und dann lässt man diesen Tee auskühlen, bevor dann die weiteren Zutaten hinzugefügt werden können. Sobald der Tee dann abgekühlt ist, nimmt man die Teesäckchen heraus und drückt sie aus und füllt dann den abgekühlten Tee in ein dunkles Glas, bevor man dann die 2 anderen Zutaten hinzufügt. Und zwar Natron und ein ätherisches Öl, wie zum Beispiel Teebaumöl, sowie Xylit, also Birkenzucker. Natron gebe ich nur einen halben Teelöffel zu diesen 250 Milliliter Tee. Dann kommt ein ganzer Teelöffel Xylit hinzu. Xylit als natürlicher Süßstoff verursacht im Gegensatz zu herkömmlichem Haushaltszucker keinen Karies, sondern hemmt und beugt Karies sogar vor. Denn es entzieht den Karies verursachenden Bakterien die Lebensgrundlage, da es nicht von den Bakterien verstoffwechselt werden kann. Als letzte Zutat gebe ich hier mein Teebaumöl, Olivenöl, Schwarzkümmelöl Gemisch hinzu, und zwar lediglich 5 Tropfen. Zu diesem vielseitig einsetzbaren Hausmittel, also dieses Teebaumöl, Olivenöl und Schwarzkümmelöl gemischt, werde ich euch mein Video hier oben nochmal verlinken. Wichtig ist jetzt, dass diese Zutaten in dem Tee hier mit einem Holzstab oder Holzlöffel verrührt werden und nicht mit einem Metalllöffel, weil Metall leitfähig ist und die Wirkung beeinflussen könnte. Teebaumöl wirkt desinfizierend und antibakteriell und ist somit besonders sinnvoll für alle, die Zahnfleischprobleme haben. Das ägyptische Schwarzkümmelöl hier in dieser Mischung wird hier auch von Nutzen sein, denn im Schwarzkümmel liegt Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod, laut eines berühmten Ausspruches unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich kann euch gerne noch mein Video zum Schwarzkümmel hier oben verlinken. Das Xylit im Mundwasser beseitigt also wie schon gesagt die Kariesursache und unterstützt dazu noch die Remineralisierung des Zahnschmelzes. Ich werde euch hier oben gerne nochmal mein Video zur selbstgemachten Zahncreme verlinken, in der unter anderem auch das Xylit vorkommt. Und diese Zahncreme, die ich selber herstelle, die benutze ich jetzt schon seit vielen Jahren. Und ich konnte dadurch mit Allahs Erlaubnis meine Parodontitis heilen, Alhamdulillah. Die Zahncreme kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Darin kommt auch etwas Natron drin vor, wie hier in dem Mundwasser, denn es neutralisiert Säuren, wie zum Beispiel Fruchtsäure und schützt so den Zahnschmelz. Allerdings sollte man es nicht auf Dauer benutzen, weshalb dieses Mundwasser auch nur für den einwöchigen Gebrauch bestimmt ist, weshalb man es im Kühlschrank lagern sollte. Das beste und wirksamste Mundwasser ist daher dieses, welches ich hier jetzt zubereite, welches ewig hält und niemals schlecht werden kann. Ich gebe jetzt 1/6 Natursalzsole in ein 500 Milliliter Glas. Mein Video zur Gesundheit der Natursalzsole und wie man diese herstellt, das werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Zu dieser Natursalzsole kommt jetzt dampfdestilliertes, energetisiertes Wasser.
Mein Video zum Dampfdestillieren von Wasser verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Und zu dieser Mischung kommt jetzt das Nelkenöl, welches übrigens auch in meiner Zahncreme vorkommt. Davon kommen maximal 4 Tropfen zu dieser 500 Milliliter Lösung. Das Nelkenöl wirkt sehr stark. Der Hauptinhaltsstoff des Nelkenöls ist das Eugenol. Sein Anteil liegt bei 75 bis 85%. Weitere Inhaltsstoffe der Gewürznelken sind etwa Flavonoide und Gerbstoffe. Insgesamt wirkt das Nelkenöl antiseptisch, also keimhemmend, lokal betäubend und krampflösend. Es wird traditionell bei leichten Entzündungen in Mund und Rachen sowie provisorisch bei kariesbedingten Zahnschmerzen angewendet. Die 10%ige Sole-Lösung in diesem Mundwasser wirkt entzündungshemmend, desinfizierend, schleimlösend und befeuchtet die Schleimhäute. Sie wirkt vorbeugend, auch stärkend auf das Immunsystem und kann sofort bei den ersten Erkältungsgefühlen angewendet werden. Hierfür möglichst lange im Rachen gurgeln und anschließend nicht schlucken, sondern ausspucken. Als Mundspülung für die Mundflora ist diese Salzsole, also dieses Salzsole-Mundwasser, bestens geeignet. Es ist also nicht nur als Mundwasser und für Zahnfleischentzündungen geeignet und auch als Remineralisierung für die Zähne, zum Beispiel bei Kariesanfälligkeit, geeignet, sondern auch bei trockenen Mundschleimhäuten, bei Halsentzündungen und Halsschmerzen. Auch die Zahnbürste könnte man vor dem Benutzen damit desinfizieren. Eine Holzzahnbürste aus nachhaltigem Bambusholz wäre einer Plastikzahnbürste natürlich vorzuziehen, weil das Bisphenol A, also der toxische Weichmacher in Plastik, den Zahnschmelzaufbau hemmt. Aber leider gibt es diese noch nicht in Form einer elektrischen Zahnbürste, die natürlich sehr viele Vorteile für die gründliche Zahnreinigung hat. Hier seht ihr meine selbstgemachte Zahncreme, die ich jeden Tag zum Zähneputzen benutze, die unter anderem aus Kokosöl, Zeolit, Xylit, Nelkenöl und Grapefruit-Kernextrakt besteht. Nach dem Zähneputzen spüle ich meinen Mund dann immer mit diesem richtig tollen Mundwasser aus, was bestens für die gesunde Mundflora geeignet ist. Und seit ich dieses Mundwasser täglich benutze, hatte ich nie mehr irgendwelche Schleimhaut- oder Zahnfleischentzündungen in meinem Mund. Alhamdulillah. Also ich kann euch dieses Mundwasser nur von Herzen empfehlen. Das vorige Mundwasser mit Tee könnte man auch ab und zu benutzen, aber nicht auf Dauer aufgrund des Natron darin. Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, wenn ihr das Video fleißig mit euren Verwandten und Bekannten teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.